Hi Freunde, in diesem Video versuchen wir einen Python-Skript zu bauen, der uns genau diese Art von Video erstellt. Ich habe im letzten Video gezeigt, wie man das mit dem Code-Interpreter macht und der arbeitet ja, wie wir wissen, mit Python. Das heißt, wir müssen das Ganze ja auch lokal abspielen können und genau das wollen wir jetzt bauen. Dazu nehmen wir wieder dieses Panoramabild. Genau, und ziehen das jetzt in den Ordner, in dem ich auch meine Bilder hochskaliere. Da werfe ich dann einfach alles rein, was ich bearbeiten will. Dann kann ich einfach die Ordneradresse kopieren und auf die anderen Skripte übertragen. Genau, im letzten Video hat er uns den kompletten Prompt dafür zur Verfügung gestellt und auch eben diesen Python-Skript gegeben. Den kopieren wir jetzt mal und legen den in einer neuen Datei an. Machen hier wieder eine Python-Datei. So, diesen Skript nenne ich jetzt einfach mal Panoramabild in Video umwandeln, 60 FPS, 20 Sekunden. Und zweimal Enter, geben den Code ein mit strgv. Genau, und hier müssen wir genau den Pfad zu dem hochgeladenen Bild angeben. Dafür gehe ich einfach hier in den anderen Skript, hole mir hier die Ordneradresse. So, ersetzen das hier in den Gänsefüßchen. Und müssen jetzt noch die Datei auswählen. So sollte das eigentlich funktionieren. Elendria PNG. Genau, und hier unten müssen wir noch den gewünschten Pfad zum Speichern des Videos angeben. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Ordner darüber und ja, schauen wir einfach mal, was passiert. So, das ist das erste Mal, dass ich das teste und ja, schauen wir mal. Also, wir müssen wieder den Skript speichern, benennen den Skript um. So, da gibt er mir den Error. Es kann sein, dass hier ein Plugin fehlt. Wenn wir dieses Problem haben, können wir einfach wieder ChatGPT fragen, geben einfach den Fehler so ein und dann gibt er uns normalerweise direkt eine Lösung. So, das macht er jetzt hier auf Englisch. So, ich will jetzt hier meine Pfade nicht wieder ändern und frage ihn, ob er das direkt auf diesen Code anpassen kann. Ja, habe natürlich vergessen, den Code anzugeben. Hier ist er. Genau, und dann fängt er an zu arbeiten. Ich finde es schon beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit der Code Interpreter dir das zur Verfügung stellt. Ja, du gibst etwas ein und er weiß direkt, wo der Fehler ist und ja, die Geschwindigkeit ist schon enorm stark. Genau, wir sehen, er hat die Ordneradresse so belassen und ja, wir kopieren jetzt einfach den neuen Code ab Zeile 3. Ah ja, er hat ja auch die Überschrift hier mit übernommen, dann löschen wir die wieder raus. So, und genau, dann probieren wir das Ganze nochmal. Okay, es gibt einen Error. Schau mal, ob... Ah, er hat aber trotzdem ein Video erstellt. Ah ja, guck's dir an. Das ging jetzt super schnell. Hier sind jetzt keine Cuts entstanden. Das funktioniert super. Ich werde mir jetzt ein älteres Panoramabild raussuchen und das damit dann einfach nochmal probieren. So, ich habe jetzt hier noch 5 weitere Panoramabilder gefunden und die werde ich jetzt auch einfach mal durchtesten. Dafür müssen wir jetzt einfach den Namen der Datei kopieren und dieses Bild offensichtlich ersetzen und klicken auf Run. So, er sagt mir hier zwar noch, dass es einen Fehler gibt, aber ja, das ist schon wieder produziert und das geht einfach nur schnell. Ich zeige dir das. So, wir nehmen jetzt mal dieses Bild, das mag ich sehr gerne und tragen das hier ein. Gehen jetzt direkt mal in den Ordner davor und starten jetzt den Skript und schauen einfach mal, wie schnell es funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Sekunden. Schaust dir an, 8 Sekunden für dieses Video, was du dann sofort verwenden kannst. Ja, gefällt mir sehr gut. Man muss hier nur aufpassen, dass man das Video, das dann erzeugt wurde, dementsprechend namentlich ändert, weil sonst überschreibt er das ja einfach. Haben wir jetzt gerade gesehen, hat das alte Video einfach dann überschrieben und ja, das wollen wir natürlich vermeiden, wenn wir die Videos nutzen wollen. Ich zeige das jetzt nochmal.
ändern wieder den Dateinamen. So, und dann gehen wir hier hin und sagen einfach, der soll es Panorama Video 1 nennen. So, ich bin nochmal in den Ordner gegangen, um es zu veranschaulichen. Klicken auf Generieren. Jetzt kann man es wahrscheinlich noch nicht anklicken, genau, es funktioniert noch nicht. Aber jetzt, das war super, super schnell. Ja, schau es dir an, das Ergebnis ist auch einfach schön. Ja, schön in 60 FPS, also damit kann man schon arbeiten. Ja. Ich hoffe, das kommt jetzt auch so sauber im YouTube-Video rüber, aber normalerweise, ja, und so kannst du in kürzester Zeit aus Panoramabildern einige Szenen erstellen. Wofür kann man solche Szenen nutzen? Ja, zum Beispiel, wenn man über ein bestimmtes Thema in einem YouTube-Video erzählt, dann kannst du hier diese Szene einblenden lassen und das sieht einfach besser aus, als wenn man nur ein Bild einblendet. Ja. Und du bist ja nicht nur auf kreierte Panoramabilder beschränkt, du kannst ja zum Beispiel auch Familienpanoramabilder erstellen, ja, auf einer Party schießen und dann daraus ein Video erzeugen. Und ja, das sieht dann alles schon sehr, sehr cool aus. Genau, also wir haben dann gesehen, es gibt zwei Varianten. Einmal online über den Code Interpreter, dauert um einiges länger. Oder eben auch mit dem eigenen Skript, den lade ich dir dann auch wieder bei GitHub gleich hoch. Und da kannst du dir dann einfach rauskopieren. Ersetzt einfach hier deine Ordneradressen und dann kannst du den Code für dich anwenden. Genau, auf dem Discord findest du dann auch GitHub verlinkt, die Playlist zu dieser Serie und verschiedene ChatGPT-Prompts, die ich dann immer aktualisiere im Laufe der Zeit. Achso, ich wollte jetzt nochmal sicher gehen, dass der Code dann auch funktioniert und habe jetzt hier nochmal den Fehler angegeben. Genau, und er fragt uns auch direkt, möchten Sie, dass ich den Code anpasse, um diese Warnung zu vermeiden? Also einen besseren Assistenten kann man sich gar nicht wünschen. Dann sagen wir natürlich ja. Und dann müsste er uns eigentlich nochmal den Code, so wie er hier steht, in korrigierter Form ausspucken. Er listet dann auch nochmal die Arbeitsschritte auf und genau, spuckt uns hier den Code aus. Schön mit unserem Ordner, den wir angegeben haben. Also so macht es wirklich Spaß, sich in diesem Bereich auch weiterzubilden. Und es wirkt schon alles sehr, sehr weit. Und überleg einfach mal, wie lange man hierfür bräuchte, um so einen Code zu schreiben. Na? Und das kriegen wir hier in Sekunden ausgespuckt und es macht einfach nur Spaß. Ich sag, wie es ist. So, und dann gucken wir jetzt einfach mal, ob dieser Code dann funktioniert, ohne Warnung. Nehmen dann einfach mal dieses Bild zum Testen. Ersetzen hier wieder den Namen. Und unten machen wir einfach eine 2 draus, damit wir dann kein Video überschreiben. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann zieh die Videos am besten direkt aus dem Ordner raus, dann kannst du da auch nichts mehr überschreiben. Ne, weil du kannst es dann nicht mehr rückgängig machen. So, und dann schauen wir mal. Genau, hier haben wir wieder die Datei. Und zack. Ach, ist das schön. Ich sag's dir, wie es ist. Sowas macht so viel Spaß. So, das soll es für diese Folge gewesen sein. Schreib mir gerne Feedback in die Kommentare. Hat es bei dir funktioniert? Magst du den Stil des Videos? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Soll ich was für dich testen? Sonst lass uns auch gerne auf dem Discord austauschen. Ich danke dir wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.